Hallo ihr Lieben, heute backen wir die perfekten herbstlichen Leckereien, Kürbis-Zimtschnecken. Fluffig, warm und voller aromatischer Gewürze sind diese Schnecken das ultimative Wohlfühlessen für kalte Tage. Mit gerösteten Pekannüssen und einer herrlich schmelzenden Frischkäsefrosting werden sie zu etwas ganz Besonderem. Egal ob du Kürbis magst oder einfach ein großer Fan von Zimtschnecken bist, diese Zimtschnecken werden deine Küche nach purem Herbst duften lassen. Lasst uns gleich loslegen. Zuerst bereiten wir das Kürbispüree zu. Den Kürbis halbieren und das Innere entfernen. Danach den Kürbis in Würfel schneiden. Ich habe einen kleinen ganzen Hokkaido-Kürbis genommen, aber eine halbe würde für das Rezept ausreichen. Die Kürbiswürfel in einen Topf geben, etwa 200 ml Wasser dazu gießen und den Kürbis weich kochen lassen. Danach das Wasser abgießen und mit einem Stabmixer pürieren. Wenn du magst, kannst du das Kürbispüree noch durch ein Sieb drücken, um es feiner zu machen. Dann gebe ich das Kürbispüree auf einen Teller, um das Abkühlen zu beschleunigen. In der Zwischenzeit können wir die Pekannüsse rösten. Die Pekannüsse in eine trockene Pfanne geben und bei mittlerer Hitze etwa 5 Minuten rösten. Nach dem Rösten abkühlen lassen und klein hacken. Jetzt können wir den Teig zubereiten. Gib etwas Mehl in eine große Schüssel, so dass der Boden bedeckt ist. Gib dann den Zucker darauf und zerbrösele die Hefe über den Zucker. Jetzt die warme Milch darüber gießen, mit einem Tuch bedecken und 15 Minuten gehen lassen. Nach 15 Minuten sollte die Mischung so aussehen. Die Hefe ist schön aktiv geworden. Jetzt gebe ich das Kürbispüree dazu und vermische das Ganze kurz. Eine kleine Prise Salz und etwas Mehl hinzufügen. Ich gebe das Mehl nach und nach dazu und vermische es mit einem Holzlöffel, solange es geht. Und wenn du merkst, dass es schwierig wird, den Teig mit dem Holzlöffel zu mischen, gib den Rest des Mehls dazu und knete den Teig mit den Händen oder einem Mixer weiter. Du solltest den Teig mindestens 5 Minuten kneten, bis er schön glatt wird. Jetzt fangen wir an, die weiche Butter nach und nach dazu zu geben. Ich mag es, die Butter stückweise hinzuzufügen, während ich den Teig etwa 5 Minuten weiter knete. Nachdem die ganze Butter eingearbeitet ist, knete den Teig nochmals 5 Minuten. Am Ende sollte der Teig schön glatt und weich sein und nicht mehr an den Händen oder der Schüssel kleben bleiben. Den Teig zu einer Kugel formen, in die Schüssel legen, leicht mit Mehl bestäuben, mit einem Tuch bedecken und an einem warmen Ort etwa 40 bis 60 Minuten gehen lassen, bis er sich verdoppelt hat. Die Zeit nutzen wir, um die Füllung vorzubereiten. Die weiche Butter in eine Schüssel geben und mit Zucker und Gewürzen vermischen. Ich gebe den Zucker nach und nach dazu und am Ende die Gewürze, so lässt es sich leichter mischen. Ich habe eine Mischung aus Pumpkin Pie Spice und Zimt genommen, aber du kannst auch nur Zimt verwenden. In der Zwischenzeit ist der Teig schön aufgegangen. Drücke erst die Luft aus dem Teig, dann die Arbeitsfläche gut mit Mehl bestreuen und den Teig ein paar Minuten kneten. Ich habe meine Arbeitsfläche kurz vorher gereinigt und sie war noch etwas feucht, daher hat der Teig leicht geklebt. Um das zu vermeiden, achte darauf, dass deine Arbeitsfläche trocken ist. Dann die Arbeitsfläche erneut gut mit Mehl bestreuen und den Teig ausrollen. Beim Ausrollen darauf achten, dass der Teig etwa 30 cm breit und 60 cm lang ist. Für beste Ergebnisse würde ich empfehlen, ein Maßband zu verwenden. Jetzt die
Zucker-Butter-Mischung gleichmäßig auf dem Teig verteilen. Ich verteile sie erst in kleinen Keksen auf dem gesamten Teig und streiche sie dann in einer dünnen Schicht mit einem Spatel glatt. Wichtig ist, die Füllung fast bis zum Rand zu verteilen. Dann den Teig zu einer Rolle aufrollen. Hier klebt der Teig bei mir wieder leicht, da die Holzfläche etwas feucht war, aber mit einem Teigschaber hat es super geklappt. Verschließe die Naht gut. Bevor du die Zimtschnecken schneidest, überprüfe, ob die Rolle an allen Stellen gleich dick ist, damit die Zimtschnecken gleichmäßig werden. Falls die Rolle beim Aufrollen etwas zu lang geworden ist, kannst du sie leicht zusammendrücken, bis sie wieder 60 cm lang ist. Misst dann die Hälfte und teile diese nochmals in 2. Jeder dieser 4 Stücke wird in 3 gleich große Stücke geteilt, so dass du am Ende 12 Zimtschnecken hast. Verwende ein scharfes Messer, um die Zimtschnecken zu schneiden. Jetzt die Backform vorbereiten. Den Boden leicht mit Zucker bestreuen und die Pekannüsse gleichmäßig darauf verteilen. Die Zimtschnecken leicht versetzt auf die Pekannüsse legen, so dass sie Platz zum Aufgehen haben. Wie schön sind sie geworden! So eine schöne Farbe und reichlich würzige Füllung. Jetzt nochmal bedecken und an einem warmen Ort etwa 20 bis 30 Minuten gehen lassen. Die Zimtschnecken sind schön aufgegangen. Vor dem Backen die Zimtschnecken noch mit Ei bestreichen. Ich habe ein Ei mit etwa einem Esslöffel Milch verquirlt. Die Zimtschnecken werden bei 175 Grad 35 bis 40 Minuten gebacken, bis sie eine schöne goldene Farbe bekommen. Die Zimtschnecken kurz abkühlen lassen und in der Zeit das Frischkäse-Frosting zubereiten. Für das Frosting nehme ich Frischkäse und Puderzucker, dazu noch etwa einen Teelöffel Vanille und vermische das Ganze, bis es schön cremig wird. Die noch warmen Zimtschnecken mit dem Frosting bestreichen und direkt genießen. Sie sind weich, süß und einfach unwiderstehlich. Egal ob für ein gemütliches Wochenendfrühstück oder als besondere Herbstleckerei, diese Zimtschnecken werden bestimmt zu eurem Favoriten. Wen würdest du mit diesen Zimtschnecken überraschen? Schreib mir gerne in die Kommentare. Wenn dir das Rezept gefallen hat, vergiss nicht den Daumen nach oben zu geben und wenn du neu auf meinem Kanal bist, kannst du jetzt abonnieren, um keine neuen leckeren Rezepte zu verpassen. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.